Herr Wichers, wie fiel der Auftragseingang im Maschinenbau im September aus? Wir hatten im September ein Orderminus von nur 4%, also gegenüber dem Vormonat August ein kleineres Minus. Geholfen haben uns Auftragseingänge aus dem Euroraum. Das Ausland insgesamt hat minus 2% aufgewiesen. Im Inland hatten wir einen Rückgang von 9%. Welche Bilanz steht nach den ersten 9 Monaten 2019 in den Büchern? Aufgelaufen in den ersten 9 Monaten ist ein Minus von 8%, das sich relativ gleichmäßig auf das Inland wie das Auslandsgeschäft verteilt. Welche Schlussfolgerung ziehen Sie daraus für die aktuelle Lage im Maschinenbau? Nun, wir haben jetzt schon Monate rückläufigen Auftragseingang. Die Geschäftsklimaindikatoren sind nach wie vor schlecht. Wir haben starke Belastungen und das merken wir natürlich jetzt auch in den Orders, also bei der Investitionslaune unserer Kunden. Manche Ökonomen sehen ein Ende der technischen Rezession in Deutschland schon fürs Jahresende voraus. Gehen Sie diesen Optimismus mit? Auch wir sehen natürlich die Geschäftsklimaindikatoren, die sich nicht mehr in dem Maße zurückbilden, vielleicht auch den einen oder anderen Lichtblick bilden. Allerdings sind wir nicht so ganz optimistisch, weil wir letztlich natürlich auch eine nachhaltige positive Entwicklung brauchen. Wir brauchen ein nachhaltig gutes Umfeld, zum Beispiel bei der Handelspolitik, aber auch bei anderen Themen. Welche Faktoren wiegen am schwersten und beeinflussen das Geschäft des Maschinenbaus derzeit? Nun, zum einen haben wir natürlich einen klassischen zyklischen Abschwung, der durch externe Schocks, durch externe Effekte noch verstärkt worden ist. Das ist der bereits erwähnte Handelskonflikt zwischen USA und China. Wir haben allerdings auch weitere geopolitische Risiken. Halb Südamerika brennt, Syrien wirkt sich natürlich auch aus. Und wir haben einen strukturell tiefgreifenden Wandel in der Automobilindustrie. Stichwort Handelsdispute. Es gibt Zeichen der Entspannung zwischen USA und China. Reicht das schon, um wieder mehr Zuversicht bei den Investoren auszulösen? Ich glaube eher, dass wir keine weiteren Belastungen im besten Fall bekommen aus dem US-chinesischen Handelskrieg. Aber beide Partner werden ihre Zölle nicht zurücknehmen. Man wird abwarten, ob denn dann diese Einigung letztlich auch Halt hat. Wir sehen aber nicht nur in USA und China, also in dem Handelskonflikt selbst Belastung, sondern generell hat der Protektionismus zugenommen. Wir sind zunehmend konfrontiert mit Handelshemmnissen weltweit.